Willkommen bei Wonderworks Podcast, dem Ort, an dem Menschen ihre Stimme erheben, Geschichten erzählen und gemeinsam wachsen. Ich bin Sala Puschnik, Hebamme, Mentorin und Wegbegleiterin für Menschen. In diesem Podcast sprechen wir über Mutterschaft, Vaterschaft, Weiblichkeit, Männlichkeit, Körperbewusstsein und die Kraft, die in jedem und jeder von uns steckt. Hier erwarten dich tiefgehende Gespräche, ehrliche Einblicke und Inspiration für deinen ganz persönlichen Weg. Egal, ob du gerade am Anfang stehst oder dich mitten in deiner Reise befindest. Also, lehn dich zurück, atme tief ein und tauche mit mir ein in die Welt von Wonderworks. Willkommen zu einer neuen Folge von Wonderworks. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin bei mir, Julia. Julia hat, seit sie ein kleines Mädchen war, ganz viel getanzt. Der Tanz war mehr als ein Hobby. Er war ihr Zuhause, ihre zweite Familie, ihr Ausdruck, ihr Weg. Und auch wenn sie den Tanz irgendwann losgelassen hat, lebt er weiter. In ihrer Haltung, in ihrer Präsenz, in ihrer Art, durch dieses Leben zu gehen. Heute tanzt sie auf ganz anderen Bühnen, als Mutter, als Frau, als Suchende, als schöpferischer Mensch. In unserem Gespräch geht es um Identität, um die leisen Übergänge im Leben, um das Aufgehen in Mama-Sein und um die Sehnsucht nach dem eigenen Ausdruck, nach Kunst, nach Selbst. Julia erinnert uns daran, dass wir viele Versionen von uns selbst in uns tragen und dass wir immer wieder neu wählen dürfen, welche davon wir leben wollen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Lass dich berühren von Julias Geschichte und vielleicht erlaubst du es dir auch, ein bisschen an deine eigene zu erinnern. Los geht's. Herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass du da bist und dass du heute mit mir das Gespräch führen magst. Und ich frage dich jetzt einfach so geradeaus, auf was bist du am allermeisten stolz in deinem Leben? Zuerst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf heute bei dir. Auf was bin ich am allermeisten Mhm. stolz? Auf meine 2 Kinder, die ich geboren habe. Mhm. Wie alt sind die? Die ältere, die Toni, ist 4,5 und die kleine ist jetzt 3 Monate alt, die Marlene. Und es geht so richtig gut, dass du da bei mir sitzen kannst und Marlene zu Hause ist. Der Papi ist mit ihnen zu Hause. Das erste Mal jetzt länger, 2 Stunden oder so, 3 Stunden. Hättest du dir das beim ersten Mal vorstellen können? Never. Mhm. Ehrlich mit uns teilst, wie lang hat es beim ersten Mal gedauert, bis du es dir erlaubt hast? Mhm. Nicht, dass die Toni es nicht geschafft hätte, Ja. bis du es dir erlaubt hast, 2 Stunden weg zu sein. Das hat echt, glaube ich, sicher, ja, Monate gedauert. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, aber die ersten Male, wo ich weg war, es waren vielleicht einmal so 10 Minuten um einen Block oder schnell einmal was einkaufen gehen, Mhm. aber so länger weg, sicher Monate gedauert. Ja, ja. Und was war? Was passiert da in dir, wo du weg warst von ihr? Nervosität, immer Aha, das Gefühl, vielleicht braucht sie mich jetzt. Vielleicht, aha, ja, aha, vielleicht ist irgendwas. mhm. Ich weiß nicht, was los ist. Hättest du dir gedacht, dass es möglich ist, wenn man ein zweites Kind hat, dass du da nach 3 Monaten 2 Stunden weg bist? Mhm. Nie. Also, zuerst habe ich überhaupt nicht gedacht, dass es möglich ist, ein zweites Kind zu haben. Also, das war schon Aha, ein langer Prozess bei uns, ob wir ein zweites Kind kriegen wollen, sollen, können, ähm, ob wir das schaffen auch. Also, vor allem ich habe mich gefragt: „Schaffe ich das? Schaffe ich ein zweites Kind?“ Weil ich war mit dem ersten Kind schon sehr eingeteilt natürlich. Also, mhm, die Toni hat 3 Jahre lang sehr schlecht geschlafen. Das heißt, da mhm, war überhaupt 3 Jahre lang gar kein Thema, ob ich jetzt mhm, ein zweites Kind, kriegen soll. Und ich habe gewusst, ich möchte immer ein zweites Kind haben, weil ich bin selber mit einem Bruder aufgewachsen mhm, und, ich wollte unbedingt 2 Kinder haben immer und mhm, habe aber lange Zeit,
schon damit gehadert und gesagt, ich hätte gerne ein zweites Kind, weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Also, Mhm. das hat schon ein bisschen genagt an Und mir auch. hast du mit Richard offen darüber reden Ja, können? ja. Mhm. Also, Das war immer so: Wo sind unsere Grenzen? genau, Was geht sich aus? genau. Und hätte ich weiß gar nicht, ob wir 2 einmal darüber gesprochen Mhm. haben, wenn ich dir damals gesagt hätte: „Hey Julia, ich verspreche dir wirklich, es sind zwei Kinder, aber alles entspannt sich wirklich, Mhm. wenn man nur wenn man die Erfahrung, nur diese bewusste Entscheidung hat, dass man ein Kind ins Leben sich wünscht oder dass es anders nicht möglich ist. Mhm. Ähm, aber wenn es ist alles gut, aber wenn so die größte Entscheidung, ob man ein zweites Kind ins Leben einlädt oder nicht, die ist, weil man weiß, wie intens das ist Mhm. und wie viel Lebensraum ein Kind einnimmt und glaubt: „Okay, das geht sich einfach nicht aus.“ Mhm. Ich aus meiner Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung plus als Hebamme sehe ich aber, hey, wenn Leute das zweite Kind kriegen, dann da können sie sich dann richtig entspannen, weil Mhm. da einfach so viel weil so viel nicht mehr möglich ist über das, was sich Ja, Gedanken macht ja. und weil man einmal schon etwas erlebt hat. Man hat schon alles einmal Mhm. irgendwie durchgemacht. Und es ist nicht jedes Phänomen so eine besondere Erscheinung. Mhm. Und so viele Phänomene, die Kinder mit sich bringen ins Leben, sind eigentlich keine Phänomene mehr, sondern Ja. das Nervensystem hat sich dran gewöhnt, die Menschen haben sich dran gewöhnt und eigentlich denkt, also ich glaube, dass man sich über 80% der Sachen, die man sich beim ersten Mal Mhm. Gedanken gemacht hat, einfach nicht macht. Das stimmt auf jeden Wie Fall. würdest du also hättest du mir geglaubt, wenn ich dir das gesagt hätte? Jein, weil ich vertraue dir natürlich schon sehr, weil ich Mhm. weiß, du hast viel Erfahrung, du hast selber 4 Kinder. Und aber ich habe dann eben nicht ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann, weil ich Mhm. weiß schon, dass andere das können natürlich und es gibt Mhm. viele Frauen und Familien, die 2 oder mehr Kinder haben und das schaffen, aber ich habe mich immer gefragt: „Wie schaffen die das? Wie geht das?“ Mhm. Oder bin nur ich so Ja. schwach unter Mhm. Anführungszeichen, dass ich Mhm. sage: „Warum ist das für mich die Aufgabe so groß?“ Mhm. Ähm, also, die Aufgabe sehe ich immer noch als riesengroß an, 1 oder 2 oder mehr Kinder, zur Welt zu bringen und auch Ins aufwachsen Leben zu ins Leben zu begleiten. begleiten, genau. Und der Prozess endet ja nicht, mit der Geburt oder Mhm. wie auch immer. Und am Anfang ist es ja so, beim ersten Kind oder überhaupt in der Schwangerschaft denkt man mal nur an die Geburt. Da ist Mhm. alles fokussiert, Sicher. Geburt, Geburt, Geburt. Wie wird das sein? Wie groß wird das sein und schaffe ich das und wie wird das? Aber dass es eigentlich dann mit der Geburt alles erst beginnt und dass Mhm. der Weg ja ein Leben lang weitergeht Mhm. und dass die Aufgabe das Mhm. realisiert man dann erst wirklich im Laufe der Zeit. Also, mir ging's Mhm. so, Mhm. dass man dann erst irgendwann nach Wochen und Monaten realisiert: „Okay, das ist jetzt immer das ist jetzt mein Kind, wir sind jetzt eine Mhm. Familie, das bleibt jetzt immer so.“ Mhm. Und da gibt's keine Pause oder kein Zurück oder kein, Stopp. Mhm. Und das ist einem am Anfang überhaupt nicht bewusst. Und, worauf wollte ich jetzt eigentlich noch hinaus wegen dem zweiten Kind? Genau, also ich hätte nicht gedacht, Dass du das dass ich schaffst. persönlich das schaffe. Und Genau. hast du das dann auch nicht nur mit deinem Partner Mhm. geteilt, sondern hast du das mit deinen Freundinnen auch geteilt? Oder hast du das mit anderen Leuten Ein auch bisschen schon, ja, ein bisschen schon. Also, mit Richard auf jeden Fall, natürlich. Ähm, und mit meiner Mama, die ist Mhm. für mich auch immer eine große Mhm. Ansprechpartnerin, auch Vorbild. Und sie hat ja auch mich und meinen Bruder großgezogen und, den größten Teil unseres Lebens alleine, weil mein Mhm. Vater verstorben ist, als ich 12 war. Und die Mama ist für mich heute noch ein Riesenvorbild Mhm. und sie hat das immer so erscheinen lassen: „Das geht schon und das ist“ ich meine, sie ist für mich Superwoman, muss ich echt sagen. Und hat das alles als wäre das alles so easy und so leicht und so. Und für sie war Mhm. es vielleicht auch so. Meine Mama ist 'n ganz anderer Typ als ich. Also, die ist Mhm. viel, oft positiver, sorgenfreier. Da bin ich halt einfach 'n anderer Typ, weil ich andere Sachen erlebt habe, eben durch den Mhm. Tod meines Vaters. Da bin ich sehr geprägt durch das. Ähm, und ich muss sagen, im tiefsten Inneren ist es schon so, dass ich dann an mich glaube und mir vertraue und weiß, ich kann das schaffen, aber es ist oft ein sehr langer Prozess, bis ich dahin komme. Und Mhm. viel Zweifel und Sorgen und Ängste und Gedankenkarussell und so. Das braucht bei mir dann oft sehr lang. Obwohl ich dann im Endeffekt irgendwann weiß ich: „Okay, ich entscheide mich jetzt und ich schaffe das und ich mache das und alles wird gut.“
Also, in letzter Mhm. Konsequenz habe ich das schon ganz tief in mir dann immer drinnen. Mhm. Ja. Und zum Beispiel, weil du jetzt den Tod deines Vaters Mhm. erwähnt hast, wie hast du das als Zwölfjähriger erlebt? Also, mein Vater ist an einer Gehirnblutung gestorben. Also, es war wirklich von heute auf morgen, ähm, ohne irgendwie also, keine vorausgehende Krankheit oder irgendwie, also, Mhm. keine Vorbereitung darauf. Ähm, und das war halt natürlich ein Megaschock. Ich war damals, weil meine Mama war, mit der Schule unterwegs und ich war Mhm. damals bei meiner Omi, also bei der Mama von meinem Papa. Und dann kam halt der Anruf und es war irgendwie nur: „Ja, der Papa ist gestorben.“ Und das war Mhm. so: „Hä? Was? Wie? Hä?“ Also, das war einfach unglaublich, unrealisierbar in dem Moment. Mhm. Mhm. Und, im Endeffekt hat das halt ein Trauma in mir ausgelöst, dass ich das Gefühl habe heute, also, es beschäftigt mich heute noch, Mhm. immer dieses Gefühl zu haben, ich muss mich aufs Schlimmste vorbereiten, weil Mhm. es könnte jederzeit das Drama Mhm. passieren. Mhm. Und das macht es mir auch so schwer, irgendwie, oft die Leichtigkeit zu haben im Leben. Mhm. Und das ist so, also, an dem arbeite ich stark und das ist auch mein Ziel, das wieder mehr zurückzubekommen, weil ich war eigentlich immer ein positiver, lebensfroher, Mensch. Das bin ich auch heute noch, aber eben mit sehr vielen Ängsten und Zweifeln. Und das zu überkommen, dass eben Mhm. nicht morgen das nächste Drama vor der Tür steht, Mhm. das ist eine meiner größten Aufgaben für mich. Und aber auch vor allem für meine Kinder arbeite ich, sehr daran, weil ich will das eigentlich auch nicht an sie weitergeben, Mhm. dass sie auch Sorgen und Ängste haben müssen. Im Gegenteil, ich will, dass sie, sorgenfreie Kindheit haben und Weißt du, wie groß das ist, was du gerade erzählst? Dass dir das bewusst ist, was es mit mittlerweile, dir ja. gemacht hat? Wann würdest du sagen, dass die Schwangerschaften, Geburten und deine Kinder eigentlich richtig in dein Leben gekommen sind, zum Teil auch, um genau da an dem Mhm. zu, wie soll ich sagen, also genau an dieser Wunde, an diesem großen Aspekt, der dich Mhm. ausmacht, eigentlich immer wieder zu triggern, Mhm. weil weil man Kinder hat und, wenn man schwanger ist, wenn man in die Geburt hineingeht, ist das, was es braucht, eigentlich immer dieses Vertrauen, Mhm. dass sich das ausgeht und einfach dieses Vertrauen, dass alles gut ist. Mhm. Und wenn man ganz was anderes erlebt hat, Mhm. so ein Schock mit 12 Jahren und ein Nervensystem vollkommen überwältigt ist Mhm. davon, da wieder hinzufinden, vor allem weil es so unberechenbar war, Mhm. ist richtig, richtig groß. Und was ich noch einmal noch größer ist, ist Bewusstsein darüber, wenn du das in dir löst Mhm. und wenn du dich damit beschäftigst, dass du gleichzeitig was total Schönes und Großes für deine Kinder machst, weil du Mhm. nicht möchtest, sie sind ein Teil von dir, sie sind in dir, du hast sie mit deinem Mann kreiert, Mhm. sie sind in dir gewachsen, sie sind ein Teil von dir und sie haben natürlich all das mitbekommen, was du Mhm. bist. Mhm. Und das ist eigentlich per se so. Und wenn es den Eltern bewusst ist, wer sie sind, Mhm. was sie ausmacht und was wir in uns tragen, dann glaube ich, ist das einfach die größte Verantwortung eigentlich auch, die wir haben, dass wir uns darum kümmern, damit die Kinder das alles nicht auflösen müssen. Absolut, ja. Was waren so die Punkte in der Schwangerschaft? Also wenn du jetzt wenn wir jetzt an die erste Mhm. Schwangerschaft und Geburt denken, ähm, ihr habt auch damals diese bewusste Entscheidung, getroffen, die Toni Mhm. ins Leben zu rufen Mhm. quasi, und euer Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Was waren dann so Themen in der Schwangerschaft, die dann hochgekommen sind? Ähm, lustigerweise in der Schwangerschaft selbst war ich dann sehr sicher und sehr ruhig und sehr optimistisch und positiv. Mhm, Der Prozess bis dahin war für mich viel schwieriger und länger. mhm, Der Richard war schon eher bereit, ein Kind zu mhm, bekommen. mhm,
Und ab dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, irgendwie, ja, er wäre schon so weit und er wünscht sich ein Kind mit mir, hat es bei mir wirklich, glaube ich, noch circa 2 Jahre lang gedauert, bis ich Mhm. gesagt habe: „Okay, jetzt bin ich so weit.“ Mhm. Weil es waren davor wirklich auch eben Ängste und Zweifel: „Kann das gut gehen? Mhm. Wie wird die Schwangerschaft? Was kann alles passieren? Kann ich das Kind verlieren? Kann mir was passieren?“ Also wirklich Gedankenspirale wieder total. Ähm, aber dann, wie gesagt, ist bei mir oft ein langer, langer Prozess, aber dann, Mhm. als ich irgendwie irgendwann, wie auch ich weiß oft auch selber nicht, wie es dann passiert, irgendwann kehrt dann die Ruhe in mich ein und die Mhm. Sicherheit, dass ich sage: „Na, ich gehe jetzt den Weg und wir machen das, wir probieren das. Mhm. Wir wollen ein Kind. Ich wünsche mir Kinder und alles wird gut.“ Mhm. Ähm, und ab dem Moment, wo man dann versucht haben, schwanger zu werden, wo ich dann schwanger war ich eigentlich total ruhig und Mhm. sicher und habe überhaupt keine Ängste mehr gehabt. Also, na schon natürlich die natürlichen Ängste, die man halt vielleicht hat, wenn man halt noch nie schwanger war und Ja, überhaupt nicht ja, weiß, wie ja, ist das, was ja. passiert da, wie wird die Geburt sein? Mhm. Man kann das alles nicht vorherbestimmen. Aber das ist ja auch dann irgendwie die größte Schule bei Schwangerschaft und Geburt, dass man einfach da durchgeht, ohne zu wissen, was kommt. Man hat Mhm. überhaupt keine Ahnung, wie die Geburt sein wird, wie die Schwangerschaft sein wird. Das ist bei jedem anders. Mhm. Und ich habe auch viele so Geburtsberichte Berichte gelesen in verschiedenen Büchern oder auch natürlich hört man Erzählungen von anderen Frauen. Mhm. Und die Bandbreite ist ja unendlich Mhm. von Geburtserlebnissen. Und das macht es auch so spannend, dass man sagt, keine Ahnung, wie ihre Geburt wird. Mhm. Aber im Grunde war ich dann eben, sobald ich schwanger war, habe ich mich eigentlich total sicher und gut gefühlt, ja, lustigerweise. Die Prozessarbeit war eher davor. Davor. Ja, ja. Weil in der Schwangerschaft eigentlich ähm, die hormonelle Situation Mhm. im Körper sich so verändert, dass man eigentlich, ähm, also es öffnet sich alles, dass man mehr Bezug wirklich zu sich selbst hat, zu Mhm. wer man ist, auch ohne Konditionierung. Es können Konditionierungen voll hochkommen. Mhm. Es kann aber sein, dass man noch einmal einen direkten Zugang zu eigener Quelle, zu dieser eigenen Essenz, die uns Mhm. ausmacht hat. Und wenn man diese Verbindung hat, dann, dann fühlt man sich, dann weiß man, ja, okay, alles ist gut. Mhm. Alles ist gut, weil es so, als würde man da wirklich, als wäre man da total connected zu sich Mhm. selbst. Manchmal passiert dieser direkte Weg nicht und den Frauen fliegt alles um die Ohren Mhm. einmal in der Schwangerschaft Ja. auch. Aber bei dir ist genau dieser direkte Kontakt. Und Mhm. wo du diesen Kontakt gespürt hast, hast du dann auch dir klar Gedanken darüber gemacht, was, also wie du diesen Weg gehst, oder? Weil da haben wir uns dann kennengelernt. Mhm. Was waren da deine Überlegungen dann? Ähm, Du wurdest uns ja empfohlen von 2 Freundinnen und Mhm, Bekannten, die Hausgeburten hatten. mhm, Und das war aber schon lang bevor ich schwanger war. Und irgendwie war das dann schon so, ist das immer in meinem Kopf gewesen, Hausgeburt irgendwie und die Sala. Und wenn du Hausgeburt willst, dann ruf die Sala schon jetzt an mhm, und reservier so quasi, mhm, du brauchst die Sala, die ist die Beste und so weiter und so mhm, weiter. Und irgendwie haben wir dann relativ schnell mit dem Richard auch gesagt, Hausgeburt wäre irgendwie unser Weg. Es hat sich irgendwie richtig angefühlt schon. mhm. Und das war so lustig oder auch so verwunderlich, weil, wie gesagt, meine Mama ist eine sehr sichere Person und die war dann, die gesagt hat: „Echt, du, ist das wirklich Hausgeburt und ist das Mhm. und wirklich und du und so und du bist ja normal so unsicher“ und so. Und das war aber auch so, ich habe das einfach gespürt und ich habe Mhm. gewusst, das ist unser Weg und das ist irgendwie, ich habe mich dann damit beschäftigt, weil wenn man von Hausgeburten nicht viel weiß, dann ist der erste Gedanke immer so: „Ist das sicher und da ist man ja zu Mhm. Hause und da hat man kein medizinisches Netzwerk“ und so weiter. Aber wenn man sich damit beschäftigt, ich mir auch 'n bisschen eingelesen, habe Bücher gelesen, habe dann natürlich mit dir gesprochen, auch Mhm. mit den Bekannten und Freundinnen, die wir haben, die Hausgeburten hatten und mir gedacht, eigentlich ist das für mich die Hat schlüssigste. sich das für dich sicher angefühlt? Total, Mhm. genau. Und, ähm, es ist für mich immer noch so, auch bei der zweiten Geburt habe ich mir dann auch überlegt: „Will ich wieder die Hausgeburt, ja Mhm. oder nein?“ Es war schon eine kurze Überlegung, also, es Mhm. war nicht von Anfang an ganz sicher für mich, aber im Endeffekt dann doch wieder, weil ich mir gedacht habe, ich fühle mich zu Hause viel sicherer und wohler als in dem Krankenhausumfeld, Mhm. ähm, und dass ich da viel mehr in meine Kraft kommen kann Mhm. und mehr bei mir bin, als wenn ich jetzt irgendwo, ja. Weißt du, was die Motivation gewesen wäre, vielleicht beim zweiten Mal nicht zu Hause zu bleiben? Mhm.
Ja, Ja, sag uns. die Schmerzen auszuhalten. Das heißt, dass du etwas in Reserve hast, Mhm. an was du dich festhalten Genau. kannst, wenn du Also, merkst, hat dich die Kraft beim ersten Mal überrascht? ja, Wahnsinn. Also, die erste Geburt war crazy. Also, für mich wirklich die stärkste Kraft, die ich jemals irgendwie erlebt habe, auch viel stärker als die zweite Geburt. Mhm. Und ich war total überrumpelt, weil es hat bei mir, bei der Toni, ihrer Geburt total spontan, also schnell angefangen. Es war die Mhm. erste Wehe in kürzesten Abständen und 4 Stunden später war sie da. Also, Mhm. war sie geboren. Also, ich hatte null Vorbereitungszeit und ich kann mich erinnern, ich habe die angerufen, wir haben dich angerufen und gesagt: „Sarah, die Wehen sind losgegangen.“ Und du sagst: „Ja, jetzt machst du einmal einen Tee und legst die in die Wanne“ und was weiß ich was alles. Und dann: „Okay, schauen wir mal.“ Dann haben wir aufgelegt und es waren wirklich dann von Anfang an die Wehen im 5, 6, 7 Minuten Takt und ich kann weder in die Wanne noch einen Tee trinken, gar nichts. Ich war im Vierfüßlerstand, Mhm. habe nur mehr versucht auszuhalten und habe mir gedacht: „Okay“, und irgendwie 'ne halbe Stunde später, glaube ich, hat der Richard die dann eh gleich noch einmal angerufen: „Du, es ist ernst.“ Es ist wirklich schon, Aha. stark. Und, ja, und eben 4 Stunden später war die Toni da. Aber es war schon, das kann ich mir auch erinnern, während der ersten Geburt, meine Gedanken waren nicht sehr positiv. Aha. Also, Magst du es sie teilen? Weil ich glaube, dass es ja, vielen Frauen so geht. also, Die es Frauen war, ich trauen habe sich wirklich dann. gedacht: „Julia, du blöde Kuh, warum bist du jetzt zu Hause Ja? und kannst kein Schmerzmittel kriegen, keinen Kaiserschnitt, gar nichts?“ Es war wirklich nur: „Oh Gott, das ist jetzt die Hölle, ich will da raus“, Aha. in dem Moment. Es Aha. war einfach nur, ja, ich sage es einmal, wie es ist, Ja, negativ, ja. ja. Ähm, Ja, ja. also ich finde es großartig, dass du das Ja. teilst. Weil ich glaube, dass genau solche Sachen Mhm. sehr vielen Frauen hochkommen. Mhm. Und dann trauen wir uns aus einem Grund heraus, weil wir glauben, wir werden jetzt verurteilt, Mhm. wenn wir das auch aussprechen, nicht teilen und, Ja. und darüber sprechen. Und ich glaube, dass sehr viele Frauen, und ich stehe auf Geburt und ich Mhm. sehe das Positive darin, aber dieser Zerriss Mhm. und diese Rupture, die in der Frau passiert unter einer Geburt, die ist schon echt heftig. Mhm. Sie ist mächtig. Und wenn man da und auch wenn man dann wie Phönix aus der Asche Mhm. aussteigt. Aber es gibt Momente, wo man sich genau solche Ja. Gedanken macht, okay? Aber wir Frauen sind so konditioniert, dass sobald wir so einen Gedanken dann haben, Mhm. denken wir schon wieder: „Boah, das darf ich ja nicht denken. Mhm. Also, das ist ja nicht etwas, was ich denken darf“, Mhm. ja? Stimmt, ja. Und ich kann mich so gut daran erinnern, als der Richard angerufen hat. Mhm. Ich glaube, beim ersten Mal hat auch Richard Ja. angerufen. Und es war war das am Wochenende? Es war Es Wochenende. Ich war glaube, es war Wochenende. sogar Sonntag, Ja, ja. ich glaube, es war ein Sonntag. Ja. Und ich kriege diesen Anruf und ja, boah, jetzt hast du eine halbe Stunde Wehen oder so irgendwie oder ein paar. Nein, Ja. ich weiß so, der erste Ja. Anruf war, ja, sie hat jetzt 5 Wehen gehabt oder so. Kannst du, also ja, sie wollten jetzt sagen, sie hat jetzt 5 Wehen gehabt und, und die Kraft ist richtig stark Mhm. und, und und dann habe ich gedacht: „Ja, okay, wunderbar.“ Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, sie soll in die Badewanne gehen und dann schauen, Ja, was passiert oder so. Und eine halbe Stunde später, Mhm. was jetzt nicht viel Geburtszeit ist, Na. hat der Richard wieder angerufen: „So, Sarah, also, du musst jetzt kommen.“ Und ich so: „Es ist halbe Stunde.“ Und Mhm. sie: „Ja, ja, wir Ja. brauchen dich jetzt.“ Mhm. Und da ist es in Welt einer Hebamme, Mhm. also jede Geburt läuft anders Ja. und jedes Mal dürfen wir uns vom Neuen überraschen lassen. Mhm. Und immer wieder müssen wir uns einfach aus dem, wie wir programmiert sind Mhm. als Hebamme, wie lang dauert die Geburt bei einer Ja. Erstgebärenden, wie entbindet eine Zweitgebärende, Mhm. was ist bei einer Drittgebärenden ein Thema. Ja. Jede Gebärende quasi hat so ein bisschen ein Thema, Mhm. so allgemein, Mhm. aber es gibt Ausnahmen, okay? Und du warst du warst eine große Mhm. Ausnahme, weil es nicht physiologisch ist. Ja. Oder nein, es ist nicht üblich. Ja. Es ist physiologisch, aber es ist nicht Ja. üblich, dass man das erste Kind Mhm. wirklich in so einem Tsunami innerhalb von 4 Stunden Mhm. entbindet. Das heißt für mich als Hebamme dachte, okay, es ist eh Sonntag, also ja, dann schaue ich vorbei. Mhm. Und dann darf ich mich immer wieder, also
ich gehe noch einmal mehr bewusster heute damit dass ich dann schon Bilder, mein System ist ja auch geburtsgeprägt Ja, klar. und ich kriege dann auch schon Bilder und so Vorstellungen, wie wird denn das sein, wenn ich dort ankomme? Mhm. Also es gehen immer so Sachen durch Ja. den Kopf, wenn ich dann zur Geburt fahre und ähm, und vielleicht auch, und vielleicht auch schon ein bisschen, das, was ich gehört habe am Telefon, vielleicht auch schon ein bisschen, wie wird der Befund sein, wenn ich dorthin komme? Was Mhm. wird das jetzt wirklich sein? Mhm. Okay? Und ich weiß, als ich zu dir reingegangen bin, war ich so für mich sehr entspannt. Ja. Schaue ich halt vorbei, was ist da jetzt los? Und dann lege ich sie wieder hin, probably. Und dann werden wir ein bisschen brüten und ein bisschen Energie sparen, dass Ja. dann, wenn es richtig heftig wird und sie noch die ganze Kraft braucht, die in ihr steckt, dass wir das alles noch zur Verfügung haben. Mhm. Und dann kam ich zu dir und du bist da, ich glaube, auf Sie alle war schon 4. am Du Bett, bist schon genau. so auf alle 4 und ich habe Mhm. gesehen, die Kraft fährt durch dich durch und die hört einfach nicht auf. Und ich dachte, okay, Sala, ich glaube, du kannst jetzt sofort den Koffer holen und einfach einmal dich da setteln. Du fährst ganz sicher nicht mehr weg, Ja. weil das echt eine Kraft war. Mhm. Plus der Befund dazu war dann ja eigentlich magisch in meiner Hebammenwelt. Ja. Du hast dir gedacht, warum bin ich zu Hause, Ja. warum kriege ich nicht einen Kaiserschnitt kriegen? Und ich habe gedacht, wow, fancy, so eine gute Kraft, so ein guter Befund, ist das geil für mich als Hebamme. Und dann in diesem, also ich finde ja euer Wohnzimmer dabei, als Schlafzimmer Ja. dabei, ihr es noch habt, ist eins der geilsten in Klagenfurt. Mhm. Also da in diesem Zimmer zu sein, einfach, einfach den Raum halten für Mhm. diese unendliche Kraft, Ja. die durch dich da durchfährt. Und ich glaube, dass dir die Kraft, ich finde es spannend, dass du das so klar sagen kannst, was dir alles durch den Kopf gegangen ist. Aber eigentlich war die Kraft so da, mit fast ohne Pausen, Mhm. dass du gar nicht so viel Kapazitäten gehabt hast, nachzudenken eigentlich oder Ja. irgendwas Ja. zu machen, Ja. weil ich meine, vielleicht sind die Gedanken so, aber sonst so Ja. von außen mir gedacht, es ist ja eh nur dich dieser Kraft einfach hinzugeben, weil Das was stimmt. anderes geht sich Ja. nicht aus. In Wahrheit war echt nur irgendwie aushalten, aushalten, aushalten. Überleben, überstehen. Mhm. Mhm. Und als die Toni dann da war, Also, das war die größte Überraschung, dass, sobald sie heraus war, wirklich der Schmerz von einer Sekunde auf die andere vorbei war mhm, und echt so die Erlösung mhm, wirklich in dem Sinne. mhm, Das war Ich war einfach wirklich nur erleichtert und mhm, froh, dass es einfach dass es vorbei vorbei ist. war, ja, Mhm, ja. mhm. Ich betrachte das immer so, dass der Körper was Großes erlebt Mhm. und das ist also in meiner Hinsicht einfach echt die stärkste Kraft, mit Mhm. der wir konfrontiert werden als Frau in unserem Leben, ähm, dass der Körper etwas wunderbar schafft Mhm. und dass unsere Körper zuallermeist einfach dafür wirklich gemacht sind, Mhm. diesen Prozess durchzumachen und durchzugehen und dass es uns möglich ist, wenn wir eine Art Selbstbestimmung dazu haben und uns der Raum gut gehalten wird, ganz egal wie das Setting ist, Mhm. ähm, dass es uns möglich ist, aus diesem Zerriss eigentlich als Phönix aus der Asche emporzusteigen. Aber dass die Seele eigentlich immer länger braucht, Mhm. bis wir dieses Gefühl dafür haben, wow, ich würdige das jetzt wirklich für mich und what the fuck Mhm. ist da jetzt mit mir passiert? Mhm. Ähm, und dass die Seelen manchmal nicht nur Tage, Monate, Wochen, dass manchmal erst so richtig im Nachhinein sagen, also wow, ja, das, dafür setze ich mir jetzt wirklich die Krone auf. Mhm. Ähm, und, und die Seele einfach viel länger braucht, um das zu verarbeiten, um das zu integrieren einfach. Mhm. Wie hast du das für dich dann erlebt? Ja, es hat bei mir echt schon lang gedauert. Mhm. Also, ich habe dann mit dem Richard die Tage darauf immer wieder Revue erzählt, wie passieren. das für mich so, und das war so arg und dann war das so und dann habe ich so und dann habe ich das und dann habe ich gedacht, ich sterbe und so, und ich habe das immer wieder aussprechen müssen alles. Also, mit ihm Mhm. habe ich das alles total geteilt und ich habe das alles niedergeschrieben Mhm.
Ich habe ein Tagebuch, das ich für mich schreibe, ich meine jetzt schon lange nicht mehr, aber damals noch geschrieben habe, wo ich das auch wirklich so reingeschrieben habe: Mhm. „Es war die Hölle.“ Mhm. Und ich war so ein bisschen traurig, weil ich habe mir vor der Geburt vorgenommen, weil ich gedacht habe: „Okay, das wird sicher arg und das wird Mhm. sicher schmerzhaft“ und so weiter. Und ich werde einfach während der Geburt dran denken, dass das jetzt mein Baby auf die Welt kommt und wir sind verbunden und wir schaffen das. Und da vor der Geburt immer mit ihr geredet, habe gesagt: „Toni, wir schaffen das, wir sind mutig und stark und wir schaffen das.“ Und unter der Geburt habe ich das überhaupt nicht abrufen können. Also, da war wirklich so viel negativ, das war wirklich nur: „Ich will nur, dass es aufhört, ich will, dass es aufhört, ich will, dass es aufhört.“ Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht fast. Mhm. Ähm, aber irgendwann, also, es hat wirklich vielleicht sogar Jahre oder bis jetzt zur zweiten Geburt Mhm. gedauert, um das irgendwie aufzulösen oder zu heilen, Mhm. ähm, weil das doch eigentlich, ja, ganz egal, also, dass das eben nicht schlimm ist, wenn man solche Gedanken hat, weil es war ja einfach für mich krass und schmerzhaft, aber das lindert ja nicht das Ereignis, dass ich mein Baby auf die Welt gebracht habe. Und, aber ja, es hat echt gedauert. Es hat Mhm. echt gedauert. Und sicher, würde ich sagen, jetzt mit der zweiten Geburt, die für mich die ich viel positiver Mhm. empfunden habe, Mhm. weil sie zwar auch sehr schnell war, aber ein bisschen aufbauender. Also, es hat einfach sich langsamer aufgebaut und, nicht: „Okay, es kann auch so sein.“ Mhm. Und weil man natürlich schon eine Geburt hinter sich hat. Und wenn halt die erste Geburt so das ist so lustig, weil du sagst immer kraftvoll und es ist so Mhm. positiv und für mich ist es aber immer so Schmerz, 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 Mhm. schmerzhaft. Und das ist eigentlich viel schöner, das als kraftvoll auszudrücken. Mhm. Und das würde ich mittlerweile auch so sagen, ähm, dass jetzt habe ich den Faden verloren. Und Aber dass das mit der zweiten sich einfach ja, anders aufgebaut hat, sanfter an ein bisschen, aufgebaut hat, genau, auch wenn dann genau, die Kraft dahergekommen genau. ist, dass es Und einfach sanfter dass war. man eben, genau, das wollte ich sagen, dass man vor der ersten Geburt ja sowieso keine Ahnung hat, wie das sein wird. Und Mhm. das ist dann für mich im Nachhinein schon, dass ich echt gesagt habe, es hat mich krass überrascht einfach, die Intensität. Und das ist Mhm. sicher bei jeder Frau und bei jeder Geburt, der Fall, weil du einfach Mhm. vorher überhaupt nicht weißt, was da auf dich zukommt. Und aber auch, dass man das schaffen kann. Also, das Mhm. ist schon, irgendwann habe ich dann realisiert: „Julia, du hast das geschafft und es war großartig.“ Mhm. Und im Nachhinein bin ich natürlich so froh, dass ich 2 Hausgeburten hatte und auch Mhm. die zweite dann, ähm also, natürlich die Überlegung zuerst, so wie wir früher Mhm. gesagt haben, sollte vielleicht doch lieber ins Krankenhaus und vielleicht Schmerzmittel und so weiter und so weiter. Aber im Endeffekt gesagt: „Na, also, Mhm. das Zuhause ist für mich trotzdem dann so viel wichtiger, dass sie da mich safe fühlt und dass ich zu Hause sein kann und Mhm. dass das Baby dann einfach auch schon zu Hause ist und so, war mir viel mehr wert, als dass ich jetzt gesagt hätte, ich kann mir vielleicht Schmerzmittel geben lassen. Also, da habe ich Äh, schon gewusst, ich schaffe das noch einmal. Also, ja, ja. ähm, ich finde es spannend, dass manchmal Frauen, mich kontaktieren, dass die Motivation für eine Hausgeburt auch die ist, dass man, auch Anästhesistinnen Mhm. interessanterweise, Mhm. dass sie sagen: „Ich will mich von mir selber schützen, weil ich weiß, Mhm. das wird urintens werden Mhm. und ich weiß, wenn mir da alles zur Verfügung steht, Ja, dann ist die Temptation halt sehr ja. groß, weil man an Punkte kommt, wo man einfach so verzweifelt Mhm. sein kann. Da ist dieser Versuch einfach so groß, dass ich auf Ja, alles zurückgreife ja. und dass ich auch schreie: „Ich will jetzt einen Kaiserschnitt Genau, haben“, ja, ganz sicher. obwohl ich auf einen Berg unter einer Linde entbinden wollte vielleicht. Ja, Das ist so als überspitzt gesagt. Aber genau. bitte Ja, macht's alles, nur ja, dass das aufhört. genau. Und dass sie sagen: „Ich will jetzt einen Ort, wo das Mhm. alles nicht möglich ist, Mhm. damit ich einfach mehr bei mir bleibe Ja. und mich mit mir verbinden kann, Mhm. damit damit ich nicht weggehe von mir, damit ich Mhm. nicht weggehe von mir. Ja. Und ich verstehe diese Motivationen total Mhm. und es ist auch nichts Schlechtes dabei, aber Mhm. letztendlich ist es einfach wunderschön, wenn man immer wieder zu sich zurückkommt Mhm. und weiß: „Ich weiß, intens, Mhm. aber ich komme zu mir zurück Genau. und ich schaffe das Mhm. und ich schaffe das.“ Und ich finde, in der zweiten Schwangerschaft jetzt von dir war diese Geburt vor der Geburt, also das Mhm. abzubauen, genau das Mhm. abzubauen, was von der ersten Ja. Geburt eigentlich gespeichert war in dir. Mhm. Und für mich als Hebamme so schön, wenn die Frau sich so öffnet und das einfach Mhm. auch offen, also weil man es ist, also wenn Ja, es dir so bewusst ist ja. und du das aber auch
in die Hand genommen und so, nein. Und dann kamen Mhm. ja genau in der zweiten Schwangerschaft immer wieder so Sachen dazu, Mhm. die genau diesen Ja. wunden Punkt eigentlich getriggert haben Genau. und wo du immer wieder so geprüft wurdest, bleibt sie bei sich, bleibt sie im Vertrauen oder haut es sie raus? Oder? Voll. Hast du das so empfunden auch? Total, ja. Was waren da? Magst du kurz teilen, was das so Themen Ja, waren, die... also die erste Schwangerschaft war ja total unkompliziert und easy. Die Geburt war dann heftig und bei der zweiten war es jetzt ein bisschen umgekehrt, aber die Schwangerschaft wirklich so up and down. Zuerst war viel mehr übel, also bin einmal wirklich flach gelegen und das war schon die erste Challenge, weil ich dachte: „Ich muss mich um meine erste Tochter kümmern und jetzt kann ich nicht für sie da sein und jetzt liege ich da nur auf der Couch und kann mich nicht bewegen und mir ist Tag und Nacht übel, mir war wochenlang schlecht." Und dann habe ich gemerkt: es funktioniert ja doch. Ich kann auf der Couch liegen Und es und ging. es geht ihr gut. Und der Richard kümmert sich um sie und die Oma ist da. Natürlich habe ich das Support-System, also das muss ich schon sagen. Ich habe einen großartigen Mann, der alles für uns macht. Ich habe eine großartige Mama und also Oma für die Kleinen und die ist auch immer für uns da. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Also das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, aber das war schon der erste Punkt, wo ich dachte: „Okay, ich kann jetzt einmal wirklich wochenlang auf der Couch liegen, weil ich kann nicht anders und es funktioniert trotzdem ohne mich. Es geht trotzdem weiter." Und ich hätte mir ja vorher, so wie du sagst, das nie rausgenommen, einmal vielleicht 2 Stunden mich auf die Couch zu legen. Und dann habe ich gesehen: „Okay, das geht." Und dann, was waren da noch ein paar Themen? Ja, dann war halt, die Beckenendlage. Ja, genau. So, da war im Elki, Kontrolle, ja, Beckenendlage, gehen Sie einmal zur Kaiserschnitt Aufklärung. Das haben wir schon gedacht: „Bitte, was ist jetzt los?" Die haben mich dann zur Kaiserschnittaufklärung geschickt. Und dann bin ich da gesessen und habe gedacht: „Was passiert jetzt eigentlich? Und ich will das alles nicht und lass mich in Frieden mit Kaiserschnittaufklärung." Und so, und dann war ich mal verzweifelt und habe mir gedacht: „Was, Kind, bitte dreh dich um." Ja, wir haben dann jeden Tag, auch die Toni, die gleich sagt: „Marlene, dreh dich um, Marlene, dreh dich um." Und Übungen gemacht und Tee getrunken und gemoxt und was auch immer. Und dann habe ich mir echt gedacht: „Okay, was mache ich jetzt, wenn sie sich wirklich nicht dreht, wenn ich den Kaiserschnitt haben muss" und so weiter. Ich habe natürlich versucht, damit abzufinden und gesagt: „Okay, wenn's so ist, dann ist es halt so. Es ist auch gut, es ist auch okay." Aber na, eigentlich, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Und das hat mich echt Tag und Nacht beschäftigt und, war wirklich schwer auch auszuhalten. Ich habe „Na, ich will keinen Kaiserschnitt. Ich will nicht ins Krankenhaus müssen, ich will keinen Kaiserschnitt haben." Ähm, und ich hatte dann das Glück, dass sie sich gedreht hat. Das, war dann schon sehr große Erleichterung. Und ich habe gewusst, ich kann die Hausgeburt haben, weil es müssen ja natürlich, wie wir wissen, sehr viele Aspekte in Ordnung Genau. sein, dass man die Hausgeburt überhaupt, machen kann oder haben darf. Und das war dann schon, ich habe wohl einen Moment gehabt, wo es dann geheißen hat: „Okay, vielleicht Kaiserschnitt", und der ist ja dann auch geplant, wenn man die Beckenendlage hat und sich das Kind nicht mehr dreht. Da kurz Moment gedacht: „Na ja, okay, aber dann ist es halt so und dann brauche ich mich auch nicht dann weiß ich einfach, was passiert und ich habe ein Datum und einen Termin Mhm. und dann ist das vielleicht sogar easy und Mhm. dann ja. Also, es war ganz ein kurzer Moment, wo ich dachte: Ja, genau. „Vielleicht ist es gar nicht so schlecht." Mhm. Aber irgendwann habe ich gedacht: „Na, also ich des Kindes willen", weil ich glaube einfach schon, dass das fürs Kind ein schönerer Weg in die Welt ist, Mhm. wenn es natürlich geboren werden kann, Mhm. als wenn es einfach irgendwie zack, so aufgeschnitten und raus. Mhm. Ähm, war dann schon für mich sehr wohltuend und gut, dass ich gewusst habe, die natürliche Geburt ist möglich. Dass es eine natürliche Geburt wird, weiß man ja dann auch nie. Also, es kann ja immer was dazwischenkommen. Aber es war dann schon gut, dass es die Möglichkeit gab, Mhm. sie natürlich auf die Welt zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich aber eben schon die Ängste von der ersten Geburt, zu sagen: „Okay, wird das wieder so heftig? Halte ich das ein zweites Mal aus? Ähm, soll ich das überhaupt zu Hause probieren oder gehe ich doch lieber rein?" Also, das waren schon Gedanken, die mich begleitet haben, lang. Mhm. Aber im Endeffekt war es dann schon, dass ich gewusst habe: „Na, wenn es zu Hause klappt, dann ist es für mich und fürs Kind und für uns alle einfach die schönste Möglichkeit, sie auf die Welt zu bringen." Mhm. Würdest du sagen, wenn wir eine Dimension jetzt hernehmen, die dass es durch all diese Befunde und diese Prüfungen, die du in der zweiten Schwangerschaft gehabt hast dann, dass du noch mehr gezwungen wurdest, dich für dich zu committen
und einfach zu sagen: „Nein, ich gehe jetzt diesen Weg und Mhm. ich face all diese Angst.“ Mhm. Ich sage absolut nicht, dass jede Beckenendlage jetzt deswegen ist, weil die Frau, ähm, Respekt hat und vielleicht dem ein bisschen, und das sind ja unbewusste Sachen. Das ist ja Mhm. nicht etwas, was bewusst ist. Manchmal sind es ganz anatomische Sachen, Ja. warum es so ist. Aber ich finde, dass es schon eine Dimension im Leben und auch in der Schwangerschaft und unter der Geburt gibt, die wir nicht immer bewusst fassen können, Mhm. und dass da Prozesse in uns stattfinden und dass wir sehr viel Macht damit haben, ohne dass es uns bewusst ist, Mhm. Sachen zu blockieren oder Sachen zuzulassen. Mhm. Ähm, Ich muss gerade denken, an eine Situation, die ich jetzt im Mai gehabt habe, wo es bei mir im letzten Jahr einfach sehr viel darum gegangen ist, mir bewusst zu werden, wie viel Opferdasein zum Beispiel so in mir noch Mhm. vorhanden ist und wo ich mir leid tun kann und Mhm. das richtig gut drauf habe, Mhm. und in wie vielen Aspekten in meinem Leben das eigentlich passiert, ohne dass es mir bewusst Mhm. ist, und wie ich mich damit, also das integrieren mag und es mir bewusst machen mag, weil ich das Muster eigentlich nicht weiterfahren mag, Ja. und wie ich mich für wirklich Fülle noch einmal tiefer öffnen möchte in jeglicher Hinsicht. Und als ich dann ähm, und dann war ein Urlaub mit meinem jüngsten Sohn geplant, Mhm. in der Zwischenzeit zwischen 2 Fortbildungen von mir. Und irgendwie ist es mir erst in Amerika so richtig, 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 richtig Mhm. bewusst worden, weil ich nicht alles vorgebucht habe, Ja. richtig bewusst worden: Das kostet so viel Geld. Amerika ist einfach so teuer. Und Mhm. dann und dann habe ich so in mir gemerkt: „Okay, Sarah, Flüge sind gebucht. Du bist Mhm. jetzt da. Du sollst jetzt das alles buchen und du kommst jetzt drauf, Mhm. das ist echt viel Fülle, was es Mhm. braucht, Mhm. um das zu erleben.“ Und wo so echt in mir ein Tag lang total ein Ja. Tag lang so gearbeitet hat. Eigentlich wünschst du dir das, Mhm. aber eigentlich ist dein System total auf das programmiert, dass es das gar nicht also, dass sich Mhm. das gar nicht erlauben kann. Darf man Mhm. das? Ich meine, Geld ausgeben für Zeit miteinander. Mhm. Ähm, Ich wünsche es mir, aber dann Ja. so innerer Zerriss in Zerrissen. mir. Aber kann ich das überhaupt ownen, dass es so ist? Kann ich diese Fühle in meinem Fall, in deinem Fall diese Kraft eigentlich integrieren? Kann ich Mhm. das überhaupt Mhm. integrieren, wenn ich es mir jetzt erlaube? Mhm. Oder erlaube ich es mir? Ja. Weil im Endeffekt bestimmt es niemand vom Außen, sondern es passiert Das in ja. mir. Und als ich dann warum ich jetzt daran denke, weil bei dir war es dann Beckenendlage, Mhm. die dich dann so, und diese Kaiserschnittaufklärung, Ja, so, und wie tatsächlich. entscheidest du dich jetzt? Was willst du jetzt? Was dann von oben kommt, so. Mhm. Und jetzt entscheide dich. Was Mhm. willst du jetzt wirklich? Ja. Also so kommt. Und bei Ja, mir voll, war es ja. so, der Anruf dann um 3 in der Früh, dass mein Sohn gesagt hat, Mhm. der war im Grazer Flughafen, dass sein Flug gecancelt ist. Er kann Mhm. nicht fliegen. Und Mhm. das war so für mich, so wie du jetzt erzählt hast, Kaiserschnitt. Ich sage: „Nein, Ja, na, kein Kaiserschnitt. Ich sicher will jetzt diese fucking Spontangeburt, nicht. Ja. und ich öffne mich für die Fülle und ich erlaube es mir Ja. und schaue, dass der einen Flug kriegt, Ja. dass der zu mir fliegen kann.“ Mhm. Ähm, und das Universum hat so richtig tiefe Mhm. Entscheidung von mir verlangt, Mhm. die ich in mir treffen muss, Ja, was mir niemand von außen eigentlich das geben stimmt. kann. Ähm, und dann haben wir das innerhalb von 20 Minuten gelöst und er konnte Mhm. nachfliegen und es Mhm. war großartig. Aber dieser Moment Mhm. kam mir jetzt genauso vor, Ja. wie du erzählt hast, okay? Würdest du sagen, dass du da noch tiefer gesagt hast in dem Moment? So, und ich gehe das an Ja, und ich voll. face diese Kraft Ja, wieder. Sie hat mich genau. einmal schon zerrissen, dann sollte ich mich Ja, halt noch einmal zerreißen. ja, voll. Ich habe es Ja. überlebt. Ja, Ich genau. überlebe es noch einmal. Genau, absolut, genau, ja. Also, es war dann der Wunsch schon viel tiefer eben zu sagen: „Na, ich will jetzt nicht diesen Plan-Kaiserschnitt haben müssen. Ich Mhm. will die Option auf eine Spontangeburt.“ Vor allem, weil es das zweite Kind war, weil man ja immer hört,
die zweite Geburt ist ein bisschen ja, Mhm. einfacher oder Ja, wie auch das hört immer. Man man. hat es alles und man hört das. Ja, Muss natürlich sicher nicht so sein, ist sicher aber nicht bei allen so, zuallermeist ist es aber einfach zu der Fall. allermeist eben. Und damit, ich will die Chance haben, das zu erleben. Mhm. Das war mir dann so wichtig, weil ich dachte, ja, Schmerzmittel okay und Kaiserschnitt, ja, dann ist es halt alles geplant und vielleicht easier, die Geburt, aber im Nachhinein, also wie gesagt, ich bewundere jede Frau, die den Kaiserschnitt durchmachen muss und das halt dann, glaube ich, danach einfach wirklich noch mit der Narbe und du hast halt, glaube ich, dann ewig noch Themen, die dich da beschäftigen und Mhm. ganz andere als bei einer Spontangeburt. Aber ich wollte einfach die Chance haben auf eine zweite Geburt und das einfach zu erleben und zu sagen, okay, wie ist wirklich die zweite im Vergleich zur ersten? Mhm. Also ich finde ja, Ja. wenn ich die Frauen begleite, dass es dass es primär nicht, also dass wir zwar schon ein Kind zur Welt bringen und das ist groß, das ist Mhm. richtig groß, aber dass sehr vieles davor schon einen Einfluss drauf hat Mhm. und dass es eine tiefe Transformation der Frau ist in diesem Prozess und dass diese Geburten quasi, die wir schon vor der Geburt des Kindes dann tatsächlich Mhm. auch erleben, eigentlich immens sind. Mhm. Und für mich als Hebamme war klar, wirklich, ähm, als du das geboren hast, dass du diese Angst und diesen Respekt, den du vor der zweiten Geburt gehabt hast, weil ich so gespürt habe, wie tief dir das in den Knochen sitzt, Mhm. als du das in der Schwangerschaft überwunden hast und, und, und wieder daran geglaubt hast, dass nicht das, wie du programmierst, ist das Schlimmste passiert und es geht sich Mhm. nicht aus, sondern nein, du weißt, du schaffst das Mhm. und diese Kraft ist in dir, dann war es für mich gegessen. Dann hättest du allein fast auch gebären können, Mhm. glaube ich. Und fast so ist es ja Es passiert. war Also, einfach so ähnlich. Ja, stimmt. ähm, und, und das sind dann so Momente, die mich total glücklich machen, Mhm. weil ich dann merke einmal, okay, jetzt ist der Mensch, jetzt ist die Frau so, wenn das gelöst ist im Mhm. System, im eigenen System, Ja, dann läuft es, voll, ja. dann geht das. Und dann verstehen manchmal die Frauen gar nicht, wenn ich ihnen dann sage, wie groß ich das finde oder wie stolz ich drauf bin oder ob sie Mhm. merken, was in ihnen gerade Ja, passiert na, ist man merkt oder realisiert das oft, also mit mir im erst im Nachhinein. Nachhinein, ja. Mhm. Eben von diesem, okay, vielleicht wird es ein Plan-Kaiserschnitt zu, es war super chillige, easy Hausgeburt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber wenn Ja. du, so wie du heute da sitzt, ist dir Mhm. bewusst, wie viel du dafür gemacht hast, dass du, dass du wirklich immer tiefer in all diese Zweifel und Ängste hineingestiegen bist Ja, und wahrscheinlich dir schon. all das gefühlt hast, was du gefühlt hast, weil Ja. das war viel, was du gefühlt hast, und das ausgehalten hast, Mhm. dass das sein darf und Mhm. dass es dich trotzdem nicht aus dem Weg wirft einfach. Mhm. Und dass du unglaublich viel dafür getan hast, dass das möglich ist und dass das schon unglaubliche Veränderung in deinem System ist, Ja, auch in Bezug auf deine Kinder. ja, bestimmt, ja. Und wenn ich dich heute so auf deinem Sofa sitzen sehe, ein Kind im Arm und am Busen und Mhm. die zweite sitzt daneben, da denke ich mir, und da kommt eine Riesenkrone auf deinen Kopf drauf, die du fast nicht aushalten kannst, aber, Mhm. aber ich schon, ich sehe Ja. sie. Mhm. Ähm, und wie schön das eigentlich ist und wie Danke. nachhaltig das dein ganzes Leben eigentlich prägen wird. Mhm. Auf jeden Fall. Und wie du siehst, wie du, wie du, wie du vor allem, glaube ich, auch deine Liebe, die du in dir trägst, auf Mhm. 2 Kinder doch aufteilen kannst, oder? Absolut. Also mittlerweile, wenn ich jetzt schon heuer 40 werden würde, dann würde ich vielleicht sogar noch ein Kind kriegen, aber da wüsste ich, könnte meine Liebe auf 10 Kinder auch aufteilen. Aber so ganz daran geglaubt hast du am Anfang Am nicht, Anfang oder? nicht, nein. Nein. Weil Mhm. du so tief verbunden Ja. warst und noch immer bist zu Toni. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Würdest du sagen, dass je mehr du ihr zugetraut hast, dass deine Liebe reicht, Mhm. dass sie das so ein bisschen mehr freigelassen hat auch? Absolut, ja. Und ich glaube,
ein Teil auch, warum ich ein zweites Kind, also, ich wollte immer schon, wie gesagt, 2 Kinder, weil ich auch mit einem Bruder aufgewachsen bin und das einfach schön finde, wenn man Geschwister hat. Aber auch, weil ich dachte, ich will nicht auf dem einen Kind so herum und so behüten und so herumdoktern. Die braucht auch ihren Raum und mir fällt das so schwer. Ja. Ähm, und dass das jetzt durch die zweite Tochter natürlich viel, erstens, weil es sein muss, weil ich muss Mhm. ja meine Zeit aufteilen auf beide. Und dass es mir aber viel leichter fällt zu sagen: „Okay, die Toni macht das auch so und ich muss nicht Tag und Nacht und 24 Stunden auf ihr herum und sie beobachten und anschauen." Und das tut ihr viel besser, wenn ich sie mehr Mhm. freier lasse. Mhm. Und das ist jetzt durch das zweite Baby viel einfacher möglich. Und Mhm. wirklich schon in den ersten Wochen jetzt, und die Kleine ist jetzt 3 Monate alt, habe ich gemerkt, so wie du sagst, dass es eigentlich viel entspannter sein kann Mhm. und dass man sich viel weniger eben auf das eine fokussiert und irgendwie switchen kann und sagen: „Okay, jetzt bin ich mal mit der Toni und jetzt bin ich mit Baby und jetzt", also, das hätte ich nie gedacht, dass das in so kurzer Zeit schon am Mhm. Anfang sich so viel entspannter anfühlt Mhm. und dass das eigentlich viel größer ist als die Herausforderung, auch natürlich ein zweites Kind, Mhm. zu versorgen und, ja, im Alltag. Mhm. Und das ist schon großartig, ja, das hätte ich nicht gedacht. Und was würdest du sagen, wie erlebst du Toni jetzt? Hat sie dadurch noch viel mehr Kompetenz entwickeln können Auf auch jeden noch? Fall, ja, auf jeden Fall. Also, sie ist, also, wirklich mit der Geburt von der Marlene war am nächsten Tag ist mir die Toni vorgekommen wie ein Teenager. Also, und nicht wie ein Also, es war auf einmal so: „Wow, du bist so groß und du kannst schon so viel und du bist so kompetent und du Mhm. kannst eh viel mehr, als ich dir oft zutraue oder dich machen lasse." Mhm. Und das war echt über Nacht mit der Geburt von der Marlene einfach so präsent dann für mich auch, Mhm. zu sagen: „Okay, die macht das eh. Also, das ist alles super und ich Hat's muss gar nicht so Du viel musst gar nicht so viel. einmischen", ja. Das hat also, er hat dich viel mehr in die Freiheit entlassen auch. Auch, ja. Auch, Mhm. absolut, ja. Und würdest du sagen, dass dann dieses Durchschneiden von der Nabelschnur, die ja noch sehr stark war zu Toni, Mhm. eigentlich ganz sanft passiert ist, oder? Mhm. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ich habe es total organisch erlebt. Ja. Und auch So 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 eben so 'ne richtig, ganz so unaufgeregt natürliche Art eigentlich. und Weise eigentlich, ja. Mhm. Ohne dass das jetzt irgendwie schmerzhaft sein musste oder so, ja. Mhm. Für mich war es wunderschön, das zu beobachten. Danke. Wunderschön. Dein eigener Prozess auch, Mhm. ähm, in diesen 2 Schwangerschaften und Geburten. Auf was bist du so richtig stolz in deinem Leben? Ich bin stolz drauf, dass ich eigentlich doch immer wieder meine Ängste und Zweifel so überwinden kann. Mhm. Für das Gute, sage ich einmal, oder für meine Träume und für meine Wünsche. Und mein Mhm. Wunsch und mein Traum war's immer, eigene Familie zu haben, eigene Kinder zu haben. Und auch wenn das jahrelang für mich so unmöglich erschien, Mhm. ähm, dann kann ich überhaupt ein Kind haben? Kann ich das großziehen? Kann ich für das da sein, wenn es mir selber nicht gut geht? Und ich habe wirklich jahrelang oder Jahre gehabt, wo es mir nicht gut gegangen ist wegen dem Tod von meinem Vater. Ich habe Depressionen gehabt, ich habe Mhm. Panikattacken gehabt. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, einfach nur irgendwie zu überleben, Mhm. jahrelang. Und dann kann ich überhaupt in dem Zustand ein Kind versorgen, ein Kind auf Mhm. die Welt kriegen und so weiter. Und habe dann aber auch jahrelang war in Psychotherapie auch. Und das hat mir schon ein Stück weit geholfen, zu sagen: „Ja, ich kann das alles schaffen und ich will das auch schaffen und Mhm. ich will Kinder haben und ich will stark sein und den Weg gehen." Mhm. Und darauf bin ich eigentlich schon am meisten stolz, zu sagen: „Okay, ich habe das irgendwie überwunden. Ich habe meinen Traum erfüllt. Ich habe jetzt 2 Mhm. Kinder. Ich habe 2 wunderbare Mädels." Und das ist eigentlich schon sehr groß für mich, wenn ich es mir jetzt so überlege, auch wenn Das es mir im ist Alltag oft gar nicht so erscheint, das ist riesig. Das aber ist das ist richtig schon, riesig. ja, Für was bist du dankbar? ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Kinder da sind und gesund sind, dass ich einen Ehemann habe, der mich komplett unterstützt und meine Familie, also der Zusammenhalt, der mich auch
jetzt sind wir schon 14 Jahre zusammen, der auch den ganzen Prozess früher mit den Depressionen und der Therapie auch schon miterlebt hat Mhm. und mich da durchgetragen hat und irgendwie mich aushalten kann auch Mhm. und meine Macken und meine, ja, meine Gefühlszustände wirklich aushalten kann. Also, für ihn bin ich wahnsinnig dankbar, für meine Mama bin ich wahnsinnig dankbar, Mhm. dass die auch heute noch eine meiner größten Stützen ist im Leben Mhm. und mir das eigentlich vorgelebt hat, dass Familie für sie und auch für meine Oma schon und auch für mich das Wichtigste und das Größte im Leben ist Mhm. und dass ich das auch jetzt weiter so leben darf und mit Mhm. meinen eigenen Kindern. Und was wünschst du dir? Was sind deine Wünsche, die du noch in dir trägst? Meine Wünsche, dass meine Kinder eine sichere und glückliche Kindheit haben können und dass sie so aufwachsen können, dass sie sich frei entfalten können. Das wünsche ich mir auf ganz, 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 sehr, dass die ihren Weg auch finden und ja, irgendwann glücklich und zufrieden bleiben und so aufwachsen. Und was wäre so für dich dein Für mich, tiefster Herzenswunsch? ähm, mehr Freiheit wieder noch zu erlangen, ganz tief in In mir, dir. die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, nicht basierend auf Angst und auf Sorgen, sondern wirklich mehr auf was will ich eigentlich, was wünsche ich mir eigentlich und dem nachzugehen und Mhm. nicht das von irgendwelchen Sorgen, die immer wieder auftauchen natürlich, erdrücken zu lassen, Mhm. sondern mehr wieder in die Freiheit und ins Spüren zu kommen. Noch mehr, als es jetzt schon gelungen ist, aber das ist für mich persönlich noch ein weiter Weg, aber das wünsche ich mir am meisten. Und das wünsche ich dir vom ganzen Herzen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ich dass du da danke warst. dir. Danke. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unseren YouTube-Kanal und hinterlasse eine Bewertung. So hilfst du uns, die Stimmen von Menschen weiterzutragen.